Hey miteinander, mein Name ist Marcel und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial hier auf Drawing Like a Sir. Bevor es allerdings losgeht, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass dieses Video Teil einer Gewinnspielserie ist, die ihr auch hier erklärt bekommt. Bestimmt habt ihr es in der Überschrift schon gelesen, es ist ein Weihnachtsgewinnspiel, das heißt, ihr habt den ganzen Dezember über Zeit, an diesem teilzunehmen. Alle Infos gibt es in diesem Video, da könnt ihr euch nochmal anschauen, wie ihr denn ein iPad und Amazon-Gutscheine gewinnen könnt. Jetzt aber genug davon, fangen wir endlich an mit dem Tutorial. Wenn ihr meine Tutorials bereits kennt, dann müsst ihr eigentlich wissen, dass ich in jedem Tutorial eigentlich zuallererst mal mit der groben Stickman-Figur meiner Zeichnung anfange. Und das ist hier auch der Fall. Zeichnet eure Zeichnung hier erstmal mit verschiedenen Bällen und Strichen. Das klingt anfangs sehr simpel, aber es hilft um einiges. Glaubt mir, auch Profis. Fangen wir zuerst mit dem wichtigsten Teil an. Und das ist Lucys Gesicht. Das spalten wir zuallererst mal in der Mitte mit einem schrägen Strich und zeichnen uns zwei Hilfslinien für die Augen ein. Die brauchen wir später unbedingt. Natürlich ist ein Kreis etwas zu simpel für eine Gesichtsform. Deswegen runden wir die noch etwas ab, aber zeichnen das Gesicht, also das Kinn an sich, auch noch spitz. Abgesehen davon müsst ihr auch an der Augenhöhle, also an den beiden Hilfslinien, an denen die Augen sind, die Gesichtsform etwas einkerben. Ich habe einfach mal willkürlich mit der Nase und dem Mund angefangen. Macht das am besten auch mal. Und ihr könnt euch an der Nase daran orientieren, dass die Nase in der Mitte liegt. Das bedeutet, ihr könnt sie direkt auf den Hilfslinien zeichnen. Ihr habt's erraten, es geht mit den Augen weiter. Und die zeichnen wir etwas deformiert ein. Ich weiß, es sieht seltsam aus, aber das hat den guten Grund, dass Lucy hier in diesem Fall seitlich ihren Kopf geneigt hat. Das bedeutet natürlich, müssen auch die Augen etwas deformiert sein und perspektivisch natürlich auch verzerrt. Das bedeutet, nehmt euch hier ruhig Zeit und zeichnet die Augen so, wie ich hier mit ganz lockeren Kreisen ein. Natürlich lassen wir die Kreise nicht so als Auge. Wir müssen die Kreise noch hier und da etwas abecken. Als nächstes zeichnen wir die Pupillen und die Iris in diese Augen rein. Und die sind, wie es sich für Anime und Manga nun einmal gehört, riesig. Das heißt, ihr könnt da ruhig großzügig mit Platz umgehen. Und die Augenbrauen habe ich übrigens auch eingezeichnet. Abgesehen davon, wenn euch die Hilfslinien stören, dann könnt ihr die, genauso wie ich es gemacht habe, schon mal im Gesicht ausradieren. Aber die Hilfslinie für den großen Kopf, die lassen wir noch da. Wir brauchen diese Hilfslinien nämlich noch, weil wir da nämlich den Ansatz von der Bommelmütze zeichnen. Seid dort ruhig etwas schwungvoller und zeichnet die Falten etwas eckiger ein. Und vergesst den Bommel nicht. Ich weiß, es sieht so aus, als hätte sich jetzt unglaublich viel in diesem Bild verändert, aber das stimmt gar nicht. Das liegt einfach nur daran, dass wir gezeichnete Charaktere mit und ohne Haare einfach komplett anders wahrnehmen. Ich habe eigentlich nur ein paar Strähnen eingezeichnet und die Augen etwas mehr detailliert. Spult meinetwegen zurück, es ist eigentlich gar nicht so ein großer Unterschied, nur ein paar Haarsträhnen mehr. Als nächstes machen wir mit dem restlichen Körper weiter. Und zwar nach und nach füllen wir so ein bisschen mehr Masse an den Stickman mit dazu, dass er etwas menschlicher wirkt. Das kann ich schlecht erklären, da ist es wohl eher verlässlicher, sich auf diese optische Quelle, die ihr hier im Video habt, zu verlassen. Schaut einfach nach, wie ich die Hilfslinien eingezeichnet habe und zeichnet sie mir so nach. Seid ihr fertig mit den Hilfslinien? Komplett. Ihr könnt euch dabei ruhig Zeit lassen, nämlich das ist der ziemlich wichtigste Part von allen. Aber wenn ihr schon fertig seid, dann würde ich sagen, brauchen wir den Stickman an sich gar nicht mehr. Ihr könnt das Skelett von Lucy also hier komplett ausradieren, denn das stört eigentlich nur und verwirrt. Auch wenn wir jetzt wahrscheinlich die meisten von euch streiken, zeichnen wir aber trotzdem noch die Kleidung mit ein. Und die, zugegebenermaßen ist eigentlich gar nicht mal so prägnant in diesem Bild. Die besteht nämlich eigentlich nur aus den Handschuhen, den Stiefeln, der Hose und ja, auch dem BH. Den zeichnen wir auch mit ein. Was unserem Weihnachtsfrau noch fehlt, das wäre natürlich der Sack mit den Geschenken. Und aus diesem Grund würde ich sagen, zeichnen wir den doch auch gerade mal mit ein. Vergesst nur nicht, dass sie den in der linken Hand hält, das heißt, dort müsst ihr ihn auch nur zeichnen, nicht nur hinter dem Rücken. Weil ich weiß, dass viele Leute von euch Probleme mit den Händen haben, zeichnen wir die erstmal einzeln. Ein Trick, den ich euch empfehlen kann, ist zuallererst mal die verschiedenen Schichten von den Händen zu zeichnen. Hier sind es zumindest mal 2 Ebenen bei der linken Hand und eine Ebene bei der rechten Hand. Zeichnet sie wie ein Fächer bei der rechten Hand, die den Hut hält. Ich schätze mal, die Metapher wird dem einen oder anderen von euch vielleicht nützlich sein. So blöd und selbstverständlich es vielleicht auch klingen mag, aber das ist eigentlich alles. Ihr müsst nur noch die Finger einzeichnen. Und zwar Finger für Finger. Und dann habt ihr die Hand an sich noch. Natürlich, nachdem ihr den Daumen und den Handballen gezeichnet habt, aber das ist auch schon alles für die linke Hand. Und bei der rechten Hand läuft das auch nicht anders. Die zeichnet ihr nämlich auch Finger für Finger ein, tut den Handballen vielleicht etwas weiter abrunden und das war's.
Na Leute, ich habe vorhin nicht gelogen. Wir zeichnen ihren BH noch ein. Keine Angst, das habe ich nicht vergessen. Allerdings kann man das weniger als BH, sondern mehr als Bikini beschreiben. In dem Sinne, naja, haben beide Seiten was davon. Zeichnet die Bikini-Teile einfach mal als Dreiecke ein. Ich schätze, die Metapher hilft euch dabei einfach am meisten. Wem es wegen gewissen anderen Körperteilen nicht aufgefallen ist, ich habe Lucy noch ein kleines Halsband mit einer Glocke dran gegeben, weil es in der Originalvorlage auch so war. Ich kann es euch wirklich verdenken, wenn ihr es vorher nicht gemerkt habt, weil ihr von was anderem abgelenkt worden seid. Ich habe aber wirklich keine Ahnung, von was das sein sollte. Abgesehen davon habe ich noch ein paar kleine Falten mit eingezeichnet, zum Beispiel in die Stiefel und in ihren Bikini. In diesem Schritt habe ich wieder nur ein paar kleine Details mit reingebracht. Und das wären zum einen erstmal die paar Plaketten an ihrer Weihnachtsmütze. Abgesehen davon habe ich wieder ein paar kleine Falten mit eingezeichnet, auch in ihre Weihnachtsmütze, habe ihre Strähnen von den Haaren nochmal etwas weiter definiert und natürlich das Wichtigste von allem, habe noch ein paar kleine Falten in diesen Geschenkesack mit eingezeichnet. Und soweit wären wir dann eigentlich mit dem Zeichnen, mit dem Bleistift zumindest, komplett fertig. Alles, was jetzt noch übrig bleibt, das wäre das Inking bzw. das Outlinen von unserem Charakter bzw. unserer Zeichnung. Das bedeutet, wir gehen mit einem Fineliner, mit einem Multiliner oder in meinem Fall mit Tusche und Feder die ganze Zeichnung noch einmal nach, nur gerade so, damit wir nochmal drüber radieren können. Wie gesagt, in meinem Fall wäre das einfach Tusche und Feder, weil die eben sehr starke Deckkraft hat. Ihr könnt natürlich auch mit einem Multiliner nachgehen, falls ihr Copic-Marker benutzt. Und falls ihr mit Bleistift die Zeichen kolorieren wollt, dann könnt ihr natürlich auch Fineliner nehmen. Das bleibt vollkommen euch überlassen. Legen wir los mit der Koloration. Die Koloration, die mache ich in meinem Fall natürlich mal wieder, so wie ich es auch immer mache, mit Copic-Markern. Wenn ihr keine Copic-Marker habt, dann geht es natürlich auch Buntstifte zu benutzen. Da sind euch keine Grenzen gesetzt, da seid ihr selbst euer Verantwortlicher für. Wenn ihr allerdings Copic-Marker benutzt, dann passt gut auf, denn ich werde die jeweiligen Farbcodes natürlich auch erwähnen, dass ihr wisst, welchen Copic-Marker ich genau benutze. Copic-Marker Nummer 1, den wir hier für die Hautkoloration benutzen, besser gesagt fürs Hautgrundieren, das wäre E50, Eggshell. Anschließend bin ich nochmal mit genau demselben Copic-Marker die dunklen Stellen nachgegangen. Mit einem dunkleren Ton, in diesem Fall E00, gehe ich jetzt die extrem dunklen Stellen nach. Dabei bin ich etwas sparsamer. Mit E21 werde ich jetzt, ihr habt's erraten, die dunklen Stellen nachgehen. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht etwas unsinnig, aber es muss wirklich sein. Wenn ihr natürlich Lust habt, das Ganze etwas besser verstehen zu können, ich habe ein Hautkolorationstutorial auf meinem Kanal. Schaut doch einfach mal bei der Tutorial-Playlist vorbei, da habe ich alles nochmal in etwas ausführlicheren Art und Weisen erklärt, wie man Haut denn koloriert und worauf es dabei ankommt. Allerdings möchte ich mich damit hier jetzt nicht weiter befassen, wir machen weiter. Weil ich das Bild so etwas zu monoton finde, gehe ich nochmal mit einem leichten Rosa oder beziehungsweise lila-rosa drüber. Das wäre in diesem Fall R00. Nun sind die Haare an der Reihe und die koloriere ich, wie ihr es wahrscheinlich schon am Thumbnail gesehen habt, blond. Und in diesem Falle braucht man natürlich Gelb. Diese Gelb nehme ich und das ist eine Y13. Der Copic-Marker sieht, wie ihr es wahrscheinlich schon gesehen habt, etwas eckiger aus. Und das liegt daran, dass das ein Copic Original ist. Aber darüber habe ich ja jetzt schon in meinen vorhergehenden Videos gesprochen. Das macht keinen Unterschied, ob das ein Copic Chow, Copic Sketch oder ein Copic Original ist. Als nächstes wird grau schattiert und in diesem Fall ist das nur die Bommelmütze, der Geschenkesack und ein bisschen die Augen von Lucy. Tja, ich sag's nicht gerne, aber jetzt kommt der unangenehme Part und zwar das Ausfüllen von den großen Flächen. Wir müssen jetzt jeden roten Part grundieren und dafür könnt ihr euch wirklich Zeit lassen. Ich nehme hier in diesem Fall Kardinal als Rotgrundierung, aber ihr könnt natürlich nehmen, welchen Ton ihr auch immer möchtet. Wie ihr hier seht, habe ich bis jetzt nur die Bommelmütze grundiert, denn als nächstes hatte ich vor, noch hier und da etwas rosa mit einzubringen, gerade so für den Glanz. Das ist in keiner Art und Weise notwendig, das müsst ihr wirklich nicht machen, allerdings werde ich noch etwas mit rosa drüber gehen, bevor ich diese Stellen grundiere. Was jetzt kommt, ist eigentlich ziemlich vorhersehbar, und zwar mit einem etwas dunkleren Rotton das Ganze schattieren. Als nächstes nehme ich meine Rosa zur Hand und grundiere damit noch schnell Lucys Mund und das auffällige F auf ihrer rechten Hand.
Offensichtlich fehlen Lucys Augen noch, die sind noch nicht farbig und in diesem Fall bin ich einfach mal mit einer braun und noch einem etwas dunkleren Braunton genau diese Augen nachgegangen. Den schwarzen Teil könnt ihr so wie ihr wollt ausfüllen, ich bin in diesem Fall einfach mal mit einem Multiliner nochmal nachgegangen. Na, wer von euch hat aufgepasst und weiß, was noch fehlt? Genau, der untere Teil von Lucys Heels und die habe ich einfach mit Graustufen schattiert. Der letzte Schritt, der noch fehlt, ist, das Ganze noch mit Highlights zu versehen. Den Schritt mache ich relativ gerne, allerdings muss ich dabei gestehen, dass ich sehr oft sehe, dass es viele Leute dabei übertreiben. Übertreibt es dabei bitte nicht, nämlich es sieht wirklich blöd aus, wenn Highlights wirklich nur halb-halb und dahingeklatscht aussehen. Setzt nicht mehr Highlights als nötig, denn in diesem Bild werdet ihr es auf jeden Fall gebrauchen können. Et voilà, wir wären fertig mit unserer Illustration von Lucy Hartfilia als Weihnachtsfrau in diesem Fall. Oder in ihrem Weihnachtsbikini, je nachdem, wie man das sehen möchte. Ich bedanke mich an dieser Stelle natürlich herzlich dafür, dass ihr dieses Video gesehen habt. Vielleicht nicht nur wegen dem Gewinnspiel. Wenn ihr in Betracht zieht, zu liken, kommentieren oder vielleicht sogar zu abonnieren, dann bin ich natürlich sehr dankbar dafür. Aber ich meine, das Tutorial ist jetzt vorbei und aus diesem Grund sage ich, mein Name ist Marcel und man sieht sich zum nächsten Tutorial, Artist's Opinion oder Unboxing hier auf Drawing Like a Sir. Tschüss.